Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Arndlang. Jetzt geht's um rekursive Funktionen. Rekursive Funktionen sind nützlich, vor allem wenn man an die Wissenschaft denkt und hier komische Berechnungen von irgendwelchen mathematischen Funktionen. Dann braucht man das tatsächlich häufiger. Stellt euch einfach nur mal die Fakultätsfunktion vor. Die Fakultätsfunktion geht relativ einfach. Man schreibt sie in Schreibweise normalerweise als Ausrufezeichen, also 7 Ausrufezeichen wäre die Fakultät von 7, was in dem Fall bedeutet 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Okay, und dann hört es auf. Also mal 0 wäre ja schlecht, weil dann wäre jede Fakultät 0. Deswegen macht es keinen Sinn, deswegen sagen wir hier mal bis hin zu 1. Okay, jetzt sehen wir aber auch, 7 ist dasselbe, also Fakultät von 7 ist dasselbe wie 7 mal die Fakultät von 6. Und die Fakultät ist dasselbe, die Fakultät von 6 ist dasselbe wie 6 mal die Fakultät von 5. Und da sehen wir so einen rekursiven Aufruf, der einfach jedes Mal wiederkommt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir diese Funktion aufrufen, wollen wir eigentlich diese Zahl, die wir hier reingesteckt haben in unsere Fakultätsfunktion, mal der Fakultät von eine Zahl kleiner. Und genau das machen wir jetzt, aber das wollen wir nur bis zur 1 haben, deswegen brauchen wir gleichzeitig noch das Abbruchkriterium. Wenn 1 der Parameter ist, dann wird 1 fest zurückgegeben. Okay, also das probieren wir jetzt mal. Die Fakultät von einer Zahl ist folgendes. Falls die Zahl x kleiner oder gleich 1 ist. Hier würde eigentlich ein Equals reichen, aber ich mache ganz gerne immer größere Bedingungen. Und wenn jemand anfängt mit einer negativen Zahl, also zum Beispiel die Fakultätsfunktion aufruft mit minus 138, dann sollte nicht unbedingt eine Endlosschleife kommen. Deswegen schreibe ich hier kleiner oder gleich 1. Falls das der Fall ist, dann geben wir 1 zurück. Und ansonsten geben wir Folgendes zurück. Die Fakultät von der Zahl minus 1 mal die Zahl selbst, also die Zahl selbst, x mal, so und jetzt wollten wir eigentlich die Fakultätsfunktion aufrufen, aber die schreiben wir ja gerade. Deswegen sollte man hier self benutzen, self von Fakultät, also self ist im Prinzip die Fakultät von was? Naja, x minus 1. Okay, und das ist es eigentlich dann auch schon. Wir haben hier im Prinzip jetzt schon eine komplette Fakultätsfunktion definiert, in diesem kurzen Code. Bei anderen Sprachen habt ihr hier mehrere Zeilen Code. In Arndlang ist es wirklich fast gar nichts. Hier steht im Prinzip, falls die Zahl kleiner oder gleich 1 ist, geben wir 1 zurück. Ansonsten geben wir x mal die Fakultät von x minus 1 zurück. Und das ist es auch schon. So, und wenn ich jetzt hier Fakul aufrufe, dann kann ich hier zum Beispiel Fakul von, 7 mal benutzen. Und ihr könnt es gerne mal nachrechnen. Ich mache was Angenehmeres zum Durchrechnen, nämlich Fakultät von 4. 4 mal 3 mal 2 mal 1, also 4 mal 3 mal 2, also 12 mal 2 mal 1, also 24. Das kann man sogar noch im Kopf mal machen. Also wir haben es korrekt hingekriegt. Wir können also unsere Funktion in der Funktionsdefinition selbst aufrufen. Das ist schon ziemlich krass. Und fühlt sich im ersten Moment auch ein bisschen komisch an, kann man aber durchaus sich dran gewöhnen. Das sind rekursive Funktionen. Ich hoffe, ihr findet einen guten Nutzen dafür. Fakultät ist so ziemlich das Paradebeispiel. Aber zum Beispiel, wenn es ums Iterieren von irgendwelchen Listen geht, braucht man das auch regelmäßig. Werdet ihr wahrscheinlich in Arndlang nicht tun müssen. Da gibt es das alles schon. Aber ansonsten, es gibt viele, viele Anwendungsmöglichkeiten für rekursive Funktionen. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.